Dubai. Von außen wirkt die Stadt wie das Schaufenster der modernen Welt. Glitzernde Lichter, luxuriöse Hotels, Sportwagen, Türme, die den Himmel berühren. Alles scheint perfekt. Doch unter dieser perfekten Oberfläche liegt ein Gesicht, über das nur wenige sprechen, fast unsichtbar. Etwa 90% der Bevölkerung Dubais besteht aus Ausländern. Ein großer Teil davon sind Arbeitskräfte aus Südasien, Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch. Sie sind es, die die Wolkenkratzer bauen, in den Hotels reinigen, in Restaurants bedienen. Sie bauen die Grundlage für den luxuriösen Lebensstil. Aber selbst haben sie kaum Zugang zu diesem Luxus. Wie leben diese Menschen in Dubai? Viele von ihnen arbeiten 12 bis 14 Stunden täglich unter der heißen Sonne. Die Löhne sind niedrig, die Arbeitsbedingungen hart. Manche erhalten monatelang kein Gehalt. Ihre Pässe werden ihnen manchmal sogar abgenommen. Diskussionen über moderne Sklaverei sind daher nicht unbegründet. In Berichten wird dieses System offen benannt: Kafala-System. Ein System, das den Arbeiter an den Arbeitgeber bindet, fast schon in Abhängigkeit. Ohne Erlaubnis des Arbeitgebers darf man weder die Stelle wechseln noch das Land verlassen. Hinter den glänzenden Hotelfassaden, nur ein paar Straßen von den geparkten Luxusautos entfernt, spielt sich das wahre Leben Dubais ab. Kleine Zimmer, in denen 8 bis 10 Menschen leben, wenig Freizeit, eingeschränkte Rechte. Und dennoch halten diese Menschen durch, für ihre Träume und um Geld an ihre Familien zu schicken. Das Ironische: In Dubai ist Reichtum ein Lebensstil, aber diesen Reichtum zahlen andere mit ihrem Leben. Damit die Türme wachsen, müssen Träume einstürzen. Und es sind nicht nur die Arbeiter betroffen. Auch manche Influencer, Models oder Unternehmer geraten in diesen Kreislauf. Sie lassen sich vom Glanz blenden, kommen voller Hoffnung und enden ohne Job, ohne Unterkunft oder werden sogar betrogen. Für viele sieht Dubai wie ein Traum aus. Doch für einige, die dort leben, wird dieser Traum zu einem stillen Albtraum. In dieser Stadt glänzt alles, aber manchmal werfen die Lichter lange Schatten. Wer Dubai wirklich verstehen will, darf diese unsichtbare Seite nicht ignorieren. Es gab nichts in der Wüste. Wie wurde Dubai so reich? Dubai war noch vor nur 60 Jahren ein kleines Wüstendorf, das man auf der Karte kaum finden konnte. Keine Wolkenkratzer, keine 7-Sterne-Hotels, keine mit Gold überzogenen Sportwagen. Nur Hitze, Sandstürme und ein paar Fischerdörfer. Und heute? Dubai ist eine der reichsten und extravagantesten Städte der Welt. Aber wie kam es zu diesem unglaublichen Wandel? Woher hat Dubai seinen Reichtum? Vielleicht denkst du sofort an Erdöl. Ja, im Jahr 1966 wurde in Dubai Erdöl gefunden. Das war ein Wendepunkt für die Stadt. Infrastruktur wurde aufgebaut, Straßen gebaut, Flughäfen errichtet. Doch viele wissen nicht, Dubai ist eigentlich kein großer Ölstaat. Es hatte nie so große Reserven wie der Nachbar Abu Dhabi. Heute stammen sogar nur etwa 5% der Wirtschaft Dubais aus dem Öl. Ja, du hast richtig gehört. Nur 5%. Das heißt, Dubai wurde nicht durch Öl reich. Der Reichtum entstand durch Strategie und Vision. Die Stadt wurde wie eine globale Marke gestaltet. Begriffe wie das Größte, das Luxuriöseste, das Verrückteste wurden fast zu einer Obsession. In dieser Stadt ist nichts gewöhnlich. Das höchste Gebäude der Welt, Burj Khalifa. Das größte Einkaufszentrum der Welt, Dubai Mall. Künstliche Palmeninseln mitten im Meer, alles nur, um Aufmerksamkeit zu erregen. Denn Dubai hatte erkannt, Sichtbarkeit in der Welt ist manchmal wertvoller als Reichtum selbst. Aber das Geheimnis liegt nicht nur in der Show. Dubai ist auch ein Steuerparadies. Es gibt keine Einkommenssteuer. Was du verdienst, gehört dir. Ausländer dürfen Immobilien kaufen. Bürokratie ist minimal. Kein Wunder also, dass Milliardäre, Prominente und Investoren in Strömen nach Dubai kommen.
Die Stadt ist zu einem Magnet für alle geworden, die im Luxus leben wollen. Doch hinter all diesem Reichtum gibt es auch eine wenig beachtete Realität. 90% der Bevölkerung Dubais besteht aus Ausländern. Die meisten von ihnen sind Arbeitsmigranten aus Ländern wie Indien, Pakistan oder Bangladesch. Sie bauen die Wolkenkratzer, arbeiten in Hotels, verlegen die Straßen. Sie halten die Stadt am Laufen, oft unter sehr schwierigen Bedingungen. Diese stille Arbeit ist Dubais verborgenes Fundament unter all dem Glanz und Glamour. Dubais Erfolgsgeschichte ist also nicht nur eine goldene Fassade. Dahinter stecken strategisches Denken, eine verrückte Vision und Millionen Menschen, die sie verwirklichen. Von einem Wüstendorf zur spektakulärsten Stadt der Welt. Vielleicht eine der außergewöhnlichsten Erfolgsgeschichten unserer Zeit. Bevor wir zum nächsten Teil kommen, wenn du bis hierhin zugeschaut hast, danke dir, mein Freund. Wenn du uns ein wenig unterstützen willst, abonniere den Kanal, gib dem Video einen Like und hinterlasse einen Kommentar. Und wenn es dein Budget erlaubt, kannst du uns auch über den Mitglied werden-Button unterstützen, damit wir noch mehr solche Videos produzieren können. Vielen Dank im Voraus. In Dubai einfach nur in den Himmel zu schauen, das ist kein gewöhnlicher Moment. Denn dort ragen Bauwerke empor, die die Grenzen des menschlichen Verstandes herausfordern. Niemand wundert sich hier über Wolkenkratzer. Die Frage ist eher, wo und wie wurden sie gebaut? Fangen wir mit dem Burj Khalifa an. Ganze 828 Meter hoch. Fast dreimal so hoch wie der Eiffelturm. Es heißt, vom Gipfel aus könne man sogar die Erdkrümmung sehen. Und ein gläubiger Muslim muss sein Fasten dort oben 2 Minuten später brechen, weil die Sonne länger sichtbar ist. Genau hier treffen Wissenschaft, Ingenieurskunst und Wahnsinn aufeinander. Aber hoch allein reicht in Dubai nicht. Für gewöhnliche Projekte ist hier kein Platz. Eine riesige Palme als künstliche Insel ins Meer bauen? Kein Problem. Palm Jumeirah ist ein wahres Meisterwerk der Technik. Diese künstliche Insel aus Sand und Gestein ist sogar aus dem All sichtbar. Darauf Luxusvillen, Hotels, Strände. Meer aufschütten, Insel bauen, Stadt errichten. Ist das normal? Nein. Aber in Dubai ist normal gleichbedeutend mit langweilig. Und das war noch nicht alles. Dubai ist die einzige Stadt in der Wüste mit einer Indoor-Skipiste. Draußen 45 Grad, drinnen echter Schnee. Mit Rodelbahn und sogar Pinguinen. Warum? Weil sie es können. In Dubai hat die Fantasie keine Grenzen. Das erste drehbare Hochhaus der Welt? In Dubai. Unterwasserhotels, die aus dem Meer auftauchen. Kommen bald. Alles wird designt, um größer, auffälliger, verrückter zu sein. Doch diese Verrücktheit dient nicht nur dem Tourismus. Dubai ist wie eine Bühne gestaltet. Menschen sollen herkommen, Fotos machen, Videos teilen und die Welt soll sagen, wow! Denn Dubais wertvollstes Exportgut ist längst nicht mehr Öl, sondern Show. Und diese Show ist inzwischen zu einer weltweiten Wirtschaft geworden. Dubai. Glitzernde Straßen, luxuriöse Wohnungen, endlose Shoppingmöglichkeiten, ein sicherer Ort. Von außen betrachtet scheint es wie ein Paradies, gemacht zum Leben. Aber in Wirklichkeit ist das Leben in Dubai nicht ganz so einfach oder frei, wie es aussieht. Denn hier gelten klare und oft überraschend strenge Regeln. Zunächst einmal, Dubai gehört zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem islamischen Land. Und das spürt man im Alltag deutlich. Alkohol? Nur in lizenzierten Lokalen erlaubt. Wer welchen kauft und nach Hause bringt, riskiert Ärger, besonders wenn man erwischt wird. Betrunken in der Öffentlichkeit? Kann zur Verhaftung führen. Und Kleidung? Wer denkt, ich bin im Urlaub, ich kann anziehen, was ich will, sollte aufpassen. Zu freizügige Kleidung in Malls oder öffentlichen Plätzen ist nicht gern gesehen.
Ein weiteres heikles Thema: soziale Medien. Jemanden ohne Erlaubnis zu fotografieren und das zu posten? Strafbar. Und zwar richtig. Geldstrafen, Ausweisung, sogar Gefängnis. Auch Beleidigungen, Hasskommentare oder vulgäre Sprache, selbst online, können Konsequenzen haben. In Dubai sollte man selbst das Internet mit Vorsicht genießen. Mit dem Partner Hand in Hand laufen? Ja, erlaubt. Aber zu viel Nähe? Öffentliches Küssen? Lieber nicht. Bis vor kurzem war es sogar verboten, mit jemandem, mit dem man nicht verheiratet ist, gemeinsam in einer Wohnung zu leben. Inzwischen wurde das Gesetz gelockert, aber Vorsicht bleibt wichtig. Und das Wichtigste? Drogen. Null Toleranz. Ganz gleich wie wenig. Die Strafen sind extrem hart. Manchmal kann selbst ein rezeptpflichtiges Medikament Probleme machen. Also lieber zweimal überlegen, was man im Koffer hat, bevor man nach Dubai fliegt. Diese Regeln machen Dubai zu einer extrem sicheren, aber auch stark kontrollierten Stadt. Die Kriminalitätsrate ist sehr niedrig. Die Straßen sind sauber, die Menschen höflich und achtsam. Doch diese scheinbare Perfektion hat ihren Preis: eingeschränkte persönliche Freiheiten. Das Leben in Dubai ist ein Balanceakt. Einerseits grenzenloser Luxus, andererseits ein Leben voller Grenzen. Einerseits Wolkenkratzer, andererseits unsichtbare Verbote. Paradies oder Gefängnis? Die Antwort hängt davon ab, wer hinschaut. So ist das, Freunde. Wenn du dieses Video bis hierher geschaut hast, danke, dass es Menschen wie dich gibt. Neugierig und wissbegierig. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn dir das Video gefallen hat, freut sich der Algorithmus über dein Like. Und schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Gemeinsam entdecken wir noch viel mehr. Wenn du möchtest, kannst du uns über den Mitglied-werden-Button auch unterstützen, damit solche Videos weiterhin möglich sind. Bis bald und passt auf euch auf.